Manchmal kommt das Glück geradezu angeflogen. In unserem Fall war es im Schwarm. Da war vor kurzem ein Gesumse vorm Haus im Garten. Ich kam da gerade zu und dann ist ein ganzes Bienenvolk, hat sich da in so einem Busch niedergelassen. Und in Absprache mit einer Imkerin, die ihre Bienen da auf unserem Gelände hat, hat eine Mitschwester dieses Volk in einen Bienenstock überführt. Und ein paar Tage später kam noch mal so ein Bienenvolk und hat sich auf der anderen Seite des Hauses niedergelassen. Und jetzt haben wir 2 Bienenstöcke. Das ist richtig faszinierend, diese Bienen zu beobachten. Es gibt Phänomene der Natur, die uns so viel von Gott und seinem Plan mit uns Menschen sagen können. Die Bienen sind eines davon. Und was sie für uns tun, ist einfach unbezahlbar. Albert Einstein sagt sogar, wenn die Biene von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr. So ein kleines Lebewesen mit solch einer großen Wirkung. Ja, vielleicht sind uns diese Bienen zugeschickt worden vom lieben Gott, weil er uns damit etwas Gutes tun wollte oder auch, weil er uns auf manches aufmerksam machen wollte. Bienen sind das Symbol für Fleiß. Die scheinen ja unermüdlich zu schaffen. Und bei ihnen scheint die Arbeit richtig Spaß zu machen. Sie zeigen uns, dass Arbeit etwas ganz Wertvolles ist, etwas würdevoll Schönes. Pater Kentenich bezeichnet die Arbeit als Teilnahme an der schöpferischen Tätigkeit Gottes. Und damit ist es auch eine Glücksquelle. Wie schön ist es, wenn man sieht, wenn was kreativ Neues entsteht durch meine Mitarbeit. Obwohl die Bienen scheinbar ununterbrochen arbeiten, wirken sie dennoch beruhigend. Es ist bewiesen, dass das monotone Summen der Bienen Stress abbaut. Ich habe zum Beispiel von einer Feuerwache gehört, die Bienenstöcke auf ihrem Gelände hat. Die Arbeit mit den Bienen hilft den Feuerwehrleuten, runterzukommen zwischen ihren sehr stressgeladenen Einsätzen. Bienen lassen sich nicht hetzen. Sie haben keinen Leistungsdruck. Sie sind programmiert, ihr Bestes zu geben, aber sie wissen auch, wenn sie ruhen müssen. Ja, sie müssen nicht über die viel zitierte Work-Life-Balance nachdenken, denn Work und Life sind bei ihnen eins. Also gerade das Mitbauen an ihrem kleinen Reich gibt ihnen Lebenssinn. Jede Biene baut mit an der Zukunft ihres Volkes. Und das kann auch mir etwas sagen. Die beruhigende Gewissheit, ich tue, was ich kann und das ist genug. Was ich nicht schaffe, dafür übernimmt Gott die Verantwortung. Wir leben ja im Bund mit ihm und wir müssen nicht alles selber machen. Die Bienen erinnern uns daran, dass wir alle Teil einer wunderbaren Ordnung Gottes sind. Jede und jeder hat ihre Aufgabe. Und das, was wir tun, hat eine Auswirkung auf viele andere. Egal wie klein unser Tun uns vorkommen mag, das kann eine ganz große Wirkung haben. Und das macht glücklich. Und ganz wichtig ist, dass wir einen besonderen Fühler entwickeln für das Gute, das Positive, was uns jeden Tag begegnet. Denn wie Heinrich von Kleist sagt, Honig wohnt in jeder Blume, Freude an jedem Ort. Man muss nur, wie die Biene, sie zu finden wissen. Also das heißt, eine Arbeit kann auch noch so schwierig sein, wenn wir wissen, wofür wir es tun, können wir Freude daran gewinnen. Der Unternehmensberater Simon Sinek spricht von der Bedeutung unseres Warum.
Das Warum, wieso wir etwas tun, ist die tiefste Motivation, die wir haben und lässt uns die größten Probleme überwinden. Bei den Bienen ist es klar, sie möchten nur, dass Erfolg wächst und gedeiht. Es geht ihnen nicht darum, dass sie selbst den meisten Nektar holen oder dass sie Königin werden, dass sie möglichst keine Scharen davontragen oder sonst irgendetwas. Das bewerkstelligen sie aber nur in Gemeinschaft und dafür sind sie bereit, alles zu geben. Welche Blumen begegne ich im Alltag? Wo sind meine kleinen Nektarquellen?